Von so einem Sonnenaufgang in der Türkei haben wir lange geträumt. Unser Roadtrip führt uns quer durch Osteuropa. Bis an die Grenze zum Iran wollen wir es schaffen. Eine Reise über 6000 Kilometer. Mit unserem 15 Jahre alten Camper. Ich bin Alex und das ist mein Freund Lorenz. Wir stürzen uns in die wilde Natur Rumäniens und in das verborgene Nachtleben von Istanbul. Sometimes police are coming and they making trouble. Ärger macht leider auch unser Auto. Ja, aber was mir schon Sorgen macht, ist, dass da so eine ölige Stelle ist. Bist du schon mal vor Lamborghini gefahren? Nein, natürlich nicht. We all need a little bit of adrenaline rush. Wir treffen Menschen, die uns ihre Heimat zeigen. J'aime bien la vie de village. Dieser Roadtrip ist unser größtes Abenteuer. Er bringt uns immer wieder an unsere Grenzen. Auf dem Weg in Richtung Osten. Diesen gebrauchten Camper haben wir vor einem halben Jahr gekauft. Was nimmt man eigentlich mit für so einen Trip? Und was nicht? In den ersten Tagen machen wir ordentlich Strecke. Ey, wir haben einfach schon einen kompletten Tank verfahren. Das sind 1000 Kilometer. Von Norddeutschland über Tschechien bis an die Grenze der Slowakei. In Ungarn könnte es eigentlich genauso weitergehen. Würden uns die Kontrolllampen im Cockpit nicht eine andere Geschichte erzählen? Es ist Tag 3 und unser Auto streikt. Vielleicht mal ins Handbuch gucken auch. Da müsste doch was stehen. Die Flüssigkeit muss zwischen den auf dem Behälter befindlichen Markierungen Mini und Maxi stehen. Die Bremsflüssigkeit ist offenbar leer. Komplett leer. Rufen Sie zu einer bereits gemeldeten Panne oder Unfall an. Hallo, ich stehe in Ungarn mit meinem Auto. So sieht wohl das Ende einer Abenteuerreise aus. Da wir von Autos wirklich keinen Plan haben, bleibt nur die Werkstatt. Hier erfahren wir, die Bremsflüssigkeit passt, aber wir verlieren Öl. Das können wir selbst nachfüllen. Thank you. Wie ölig es da drin ist. Es kann also weitergehen. Erst einmal. Endlich erreichen wir unser erstes Ziel. Die größte Steppe Europas. Okay. Wie weit sind wir bisher gekommen? 1500 Kilometer ungefähr. Quer durch Deutschland, Tschechien, Slowakei und dann halt wirklich komplett durch Ungarn durch. Und von hier aus geht es dann weiter quer durch Rumänien, Bulgarien bis nach Istanbul. Und dann wollen wir ja auch noch die ganze Türkei durchqueren. Also im Endeffekt fahren wir quasi einmal komplett durch Osteuropa bis nach Asien. Von dort aus kann man bis in den Iran und nach Armenien schauen. Heute ist unser erster richtiger Campingtag. Kochen auf Gas, Essen auf Klappstühlen, runterkommen in der Stille. Kein anderer Camper weit und breit. Aber schon am Nachmittag ändert sich das schlagartig. Der Nachthimmel hier gehört zu den dunkelsten in Europa. Und heute soll eine Mondfinsternis den Mond rot erscheinen lassen. Das hat sich offenbar rumgesprochen. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass hier so eine Armada von Teleskopen stehen würde. Aber scheint ein großes Highlight zu sein hier. Attila hat das hier organisiert. Ein ganz besonderer Moment für ihn. I feel that I'm addicted to this night skies. So you try to explore
how lucky you are because we are in this earth and we have to defend and carefully handle the earth. Hier wartet alles gespannt auf die Mondfinsternis. Um 7:30 ist es soweit. Da sieht man den Mond. Okay, you can set the focus for yourself. So here, just catch it and you can set the focus. Oh, yes, I see it. Crazy, man sieht es so heftig. Für einen kurzen Moment färbt sich der Mond blutrot. And what do you think? It's really impressive. It's really impressive. I never saw something like this. Thank you. Okay, welcome. Unsere erste Moon-Party in der Steppe Ungarns. Selten haben wir einen so schwarzen Himmel gesehen. Am nächsten Morgen brechen wir früh zu unserer nächsten Etappe auf. Rumänien, we are here. In Rumänien beginnt für uns das unbekannte Europa. Mulțumesc. 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 Ciao, ciao. Also warm war es auf jeden Fall nicht. Erstmal geht es mitten rein ins Land, in ein besonderes Gebirge. In den Karpaten wimmelt es von Braunbären. Nirgendwo anders in Europa leben so viele wie hier. Spannend, aber auch ein bisschen beunruhigend. Es ist ja so, auf der einen Seite denkt man sich, man will einen Bären sehen, auf der anderen Seite hat man auf jeden Fall keinen Bock, dem zu nahe zu kommen. Ja, das stimmt. Morgen geht's rauf auf einen Pass, wo Bären an der Straße lauern. Auf dem Weg dorthin nehmen wir einen Tramper mit. What's your name? My name is Leonard. Leonard. And Yes. you are from here? I'm not actually from here, I'm from Bucharest. Ah, cool. What are you doing here? But I stood here for like 4 months, being alone in the mountains. And what do you do here in the mountains? Just live here? I lived here at a friend of mine, and now I'm helping a brother with his house and animals. So this is a very powerful place in terms of spiritual. Ah. How is that? Like what makes it a spiritual place? It's got a good energy. I see. Yeah. I see. We'll jump out here or Yeah. Klingt nach einem guten Spot zum Wildcampen. Thanks a lot. Oder? Yeah, Leonard, thank you so much. Do you think there are bears in the area? Yes, they are, but it's okay. Okay. You're gonna be fine. All right. Thank you Good to so know. much. Thank you Right. so much. Take Bye. care. Ciao, Have bye. a good day. Bye. Bye, thank you. Bye. Bye. Rumänen sind auf jeden Fall sehr aufgeschlossen. Alter, ultra nett. Gut, er hat uns jetzt gesagt, wo wir campen sollten heute Nacht. Und dann irgendwann müssen wir eine Marke sehen, wo wir links abbiegen sollen. Und dann einfach der Straße nach. Und dann wieder hoch. Wir wurden gewarnt. Obwohl Bären scheu sind, kommen sie den Menschen hier manchmal gefährlich nah. Vor allem in der Dämmerung. Das ist unsere erste Nacht in der rumänischen Wildnis und wir hören Braunbären ein paar 100 Meter entfernt. So toll und abenteuerlich ich das hier finde. Ich finde es schon auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Findest du nicht? Also klar, gefährliche Tiere. Aber halt auch nur, wenn man sich scheiße verhält. Mal schon. Wir räumen unsere Essensreste ins Auto. Dann sind wir sicher. Hier, ganz allein in der Wildnis, sind wir froh, dass es in dieser Nacht bei dem Gebrüll bleibt. Bären sehen wir erstmal keine.
Bären und Menschen treffen hier in Rumänien immer wieder aufeinander. Vor allem an einer besonderen Straße. Da sollen, weil ziemlich viele Touristen halten und ihren Müll liegen lassen, immer mehr Bären an der Straße stehen. Also ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob das wirklich so ist. Die Transfogara-Shan führt einmal quer durch die Karpaten. Die Braunbären sind hier eine Attraktion. Das merken wir schon bei unserem ersten Stopp. Und was gibt's hier? Es gibt auf jeden Fall Bärensalami, dann gibt es Bärenpastrami, ganz viel verschiedene Salamis und Käse. Alles regional. Aber ich habe auch noch nie Bärenfleisch gegessen. Hast du schon mal Bärenfleisch gegessen? Nee, ich weiß auch nicht, ob es gut ist. Offiziell stehen Bären in Rumänien unter Artenschutz. Are the bears a problem here or? No. Dangerous. No, you. No, don't touch him. Yeah, yeah. Only look in the car. You look. Just look with the windows up. Yes, Yes. only look. All right. Thank you so much. Ciao, bye bye. Have a great day. Bye bye. Okay, das sieht doch nach einem guten Frühstück schon mal aus. Absolutes Gewinnerfrühstück. Sollen wir uns da hinsetzen? Für uns gibt's Langosch und Kuchen. Wir fahren tiefer und tiefer in den Wald. Hinter jeder Kurve könnte jetzt ein Bär lauern. Siehst du ihn? Ja, ich sehe. Also der sieht klein aus, oder? Meinst du, das ist ein Der Junge? bettelt da jetzt für Essen? Ich glaube. Naja, die wissen, dass sie vor allem hier was zu futtern bekommen von den Touristen. Wie der über die Straße patscht. Wie weit ist der von unserem Auto weg? 2 Meter? Ja, es ist krass, diese Tiere hier so nah zu sehen. Während wir den sicheren Abstand suchen, wollen andere noch näher ran. Bei solchen Begegnungen gab es hier schon Tote. Eine Bärenmutter bettelt sogar mit ihren Jungen um Essen. Ganz offensichtlich ist es weder für die Bären noch für die Menschen gut, dass sie sich hier so nahe kommen. Es fühlt sich auch ein bisschen falsch an, hier in dieser Schlange von Gaffern zu stehen, die sich anschauen, wie der hier am Straßenrand rumlungert. Wir sind ja auch genau hierher gefahren, um Bären zu sehen. Keine 20 Kilometer weiter ist von dem Rummel nichts mehr zu spüren. Genau so haben wir uns die Reise vorgestellt. Camping live. Abendessen für Champions. Richtig, ja, Haute Cuisine bei der Aussicht. Spannend, wie die Wolken da auch reinziehen, oder? Richtig geil. Ich freue mich jetzt schon richtig auf die nächsten Wochen. Ich auch. Wir sind ja erst am Anfang. Es liegen noch so viele Kilometer vor uns. Heute gehen wir früh schlafen. Denn morgen steht eine ganz besondere Tour auf dem Plan. Wir fahren die Serpentinen der Transfogara-Shan Passstraße bis auf 2000 Höhenmeter. Es sieht so beeindruckend aus. Ist auf jeden Fall zum Gucken richtig geil. Seit den 70er Jahren gibt es diese Passstraße. Die Serpentinen, eine Touristenattraktion. Ey, was ist das für eine geile Straße hier? Ultra nice. Das ist so schön. Es macht auch richtig Spaß zu fahren. Finde ich auch.
Was hier oben abgeht, haut uns um. Also ich habe ja keine Ahnung von Autos, aber die sehen auf jeden Fall fett aus. Die Sportwagen gehören zu einer Gruppe Autofans aus der ganzen Welt. Jedes Jahr machen sie einen Trip, erzählt Ian, der das Ganze organisiert. Oh, that's fine. And what's your favorite car of those? I knew you'd ask that question. That is the car that probably attracts the most attention because it's a Lamborghini. All the guys love the 911. They're all saying it's the best car to take anywhere. And then the last car, this is the most powerful. So this is 1,000 horsepower. This is the fastest car on the trip. Die Transfogadashan ist ein Hotspot für Raser. Serpentinen, schnelle Autos, die Landschaft außenrum nur Kulisse. We drive as best as we can. Always be respectful of the local people and make it enjoyable for everybody. Natürlich finden wir das alles ganz schön kindisch, aber was soll's? Die nehmen uns mit, wie sie aussieht. Wer kriegt den Lambo, wer kriegt den Porsche? Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? Schnick. Okay, du kriegst den Lambo. Ich nehme den Lamborghini. Und der macht mit 700 PS richtig Eindruck. It's exciting and we all need a little bit of adrenaline rush. That's insane, crazy. Yeah, it's good for laughing. Wow, yeah. So you gotta be a good driver. Gotta concentrate. Are you enjoying yourself? Yes, I'm also scared to be honest, but I really enjoy it. Do you own a similar car? I have a Lamborghini and a Ferrari at home, yeah. Tempolimit ist hier offenbar Nebensache. What happens if police stops you? Depends which country we're in, and I'm sure you can work out what happens in some countries. I see. Thank you for the lift. My pleasure. Thank you so much, guys. That was amazing. Surreal. Völlig surreal. Bist du schon mal vor Lamborghini gefahren? Nein, natürlich nicht. Hattest du auch so Schiss wie ich? Ey, also er ist wirklich gut gefahren, aber das im Lamborghini auf diesen engen Kurven zu fahren mit Gegenverkehr, krass. Also nachdem wir jetzt hier runtergerast sind, müssen wir auch wieder hochkommen. Vielleicht versuchen wir mal zu trampen. Unser Camper steht nämlich am anderen Ende der Serpentinen. Ey, halt mal an. Sorry. Could you maybe take us up the road? Are you going up? Yeah. Hier oben auf der Straße kann das Wetter ziemlich schnell umschlagen. Und hast du Hunger? Ja, ich brauche was Warmes. Es ist echt kalt hier, ne? Ja, wollen wir drin essen? Also uns auf die Tür kurz setzen? Ja, finde ich gut. Aber der Blick auf diese Straße, auf diesen endlos weiten Horizont. Hi. Hi. No worries. Shall we take some pictures? Yeah, sure. No worries. Do I write it like this? Eigentlich sollen wir nur ein Foto von Tanja und Mishna machen. Aber wir kommen sofort ins Gespräch. In Romania, if you are from a different country, they will embrace you and they will act maybe nicely with you. Do you think you get perceived differently than other countries, or? For sure. In the beginning, for sure. But why we are seen as we are seen from outside, I think it's a misconception. Because of everything that it's put out in the world about us. What is it that is put out in the world about you? That our people go in Eastern Europe, for example, to work and not to work, to steal, and that we go there for begging, and there are beggars. It's sad. It can happen like this. Yeah, I want to cry. Go for it. Yeah, I really love my country. I think we have really beautiful people and really kind ones and really smart ones and hardworking, and I'm really proud to be Romanian. So yeah.
So herzlich wie die beiden sind, wird uns ganz Rumänien in Erinnerung bleiben. Das Land hat uns begeistert. Mit seinen rasanten Serpentinen und dichten Wäldern. Eine Woche haben wir hier verbracht. Es regnet hier voll rein. Es nervt komplett. Wir sind wirklich die verwöhntesten Camper der Welt. Die sieht gut aus. Wir sind sicher, hier könnten wir noch einiges mehr entdecken. Doch wir haben in den nächsten 4 Wochen noch so viel Strecke vor uns. Nur unser Auto streikt mal wieder. Wir verlieren immer noch Öl. Viel zu viel. Ich versuche gerade wieder diese ölige Stelle zu finden, weil apparently unser Ladeluftschlauch des Turboladers ölig ist, weil da die Manschette an irgendeinem Sensor wohl nicht so richtig dicht sitzt. Okay, ja, ich würde sagen, wir messen, kippen nach und beobachten das weiter. Ja, aber was mir schon Sorgen macht, ist, dass da so eine ölige Stelle ist, ehrlich gesagt. Ja, ist auch nicht geil, glaube ich. Naja, wir waren dafür ja extra in der Werkstatt. Ob der Motor das auf Dauer mitmacht, da haben wir unsere Zweifel. Immerhin liegen noch fast 4000 Kilometer vor uns. Unsere Route führt uns einmal quer durch Bulgarien. Ja, komplett krass. Unser Ziel, das Schwarze Meer. Im Südosten Bulgariens machen wir unseren einzigen Stopp an der Küste. Endlich mal alles waschen und auch trocknen können. Ein wenig Camping-Entspannung am Strand genießen und kochen, was unser Kühlschrank hergibt. Nach der abenteuerlichen Zeit tut die Ruhe richtig gut. Also wir sind hier im Süden Bulgariens, südlich von Burgas und wollen die EU verlassen und in die Türkei fahren. Hier über den mittleren Grenzübergang rein in die Türkei, lassen hier unser Auto und fahren dann nach Istanbul rein. Nach 2 Wochen Osteuropa sind wir gespannt, ob die Türkei diese Abwechslung toppen kann. Morgen früh geht es los. Nach Istanbul sind es nur noch 400 Kilometer. An einem Tag also gut machbar. Doch an der Grenze gibt es Schwierigkeiten. Bisher ist hier gar kein Stempel drauf. Jetzt sind wir hier seit einer Stunde an der türkischen Grenze, haben mit 5 Grenzbeamten gesprochen. Unsere Kameras sind das Problem. Ohne Zollstempel kommen wir damit nicht ins Land. 100 Euro kostet das jetzt, oder? Dankeschön. Wir sind wirklich seit 4 Stunden an der Grenze. Für einen kleinen Rucksack. Auf falsche Tür. Man würde meinen, ich kenne mich hier eigentlich jetzt schon aus langsam. Passport ist open. Yes. Geil. Nach einem halben Tag hat das Hin und Her endlich ein Ende. We made it. Wir sind in der Türkei. Ist entspannter jetzt? Ja, aber auch sehr platt. Zum Glück ist Istanbul zum Greifen nah. Allerdings soll der Verkehr in der Stadt der Horror sein. Deshalb stellen wir unseren Camper am Stadtrand ab. Alright. Ich glaube, es steht hier safe, oder? Ja, das glaube ich auch. Fühlt sich krass an, das so lange stehen zu lassen, wenn das eigentlich das Fortbewegungsmittel ist. Ja, Fortbewegungsmittel und vor allem lassen wir unser Zuhause zurück. Das stimmt. Jetzt haben wir die ganzen letzten Wochen in unserem eigenen Bett geschlafen. Jetzt tauschen wir es mal für ein paar Tage. Dann würde ich sagen, ciao Auto. Tschüss. Da ist doch sicher irgendwo ein Durchgang. Ja, sieht so aus.
Wir nehmen den Bus ins Zentrum. Gut, dass wir nicht selbst durch die riesige Stadt fahren müssen. ...15 Millionen Menschen leben in Istanbul. Und gerade fühlt es sich so an, als wären die alle gleichzeitig unterwegs. Ein krasser Gegensatz zu der Natur, die wir in den letzten Wochen ständig um uns hatten. Wir lassen uns erstmal durch die Straßen treiben. Okay? Yes. Geiler Bulli, ich bin aber trotzdem froh, dass wir nicht reingefahren sind. Ist dann noch ein bisschen laut, um hier zu übernachten, oder? Ich glaube auch. Und schräg. Stimmt. Keine Ahnung, wann wir das nächste Mal einen Haarschnitt bekommen werden. Also gibt es hier gleich mal das volle Programm. Fresh, oder? Ja, fresh. Sehr gut. Eine Woche verbringen wir in Istanbul. Mitten in der Stadt haben wir ein günstiges Hotel gefunden. Jedes Mal, wenn wir unsere Hotelfenster aufmachen, hören wir Musik aus einem Club. Direkt nebenan. Und wir haben gehört, es soll ein queerer Club sein. Vielleicht gehen wir mal vorbei. Auch wenn die queeren Clubs von außen nicht einfach zu erkennen sind, die LGBTIQ-Szene in Istanbul ist die größte in der Türkei und ein Zufluchtsort für queere Menschen aus dem ganzen Land. Auf Instagram finden wir jemanden, der in einem der Clubs arbeitet. Er lädt uns zu sich nach Hause ein. Da? Okay. Bist du ready für unsere erste proper Party hier auf dieser Reise? Yes, I managed. Thank you. Yeah, all right. Okay. Alles klar. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Mert ist Ende 20, so wie wir. Er ist DJ, hier in Istanbul geboren und schwul. 27, so Really we're almost close, the same age. yes. Şerefe. It's true. Yeah. I'm proud of myself, and everyone proud with me. That feeling is really great in Turkey. Really. I can imagine. Queere Menschen haben es in der Türkei nicht einfach. They always trying hiding everything about gays. They're really hating us. They're just homophobic. Really hard to Anders als in Deutschland finden queere Partys in Istanbul vor allem in eigenen, verborgenen Clubs statt. back of me and government hell no. Sometimes police are coming and they're making troubles and they're making uncomfortable to my sisters and brothers. This is not fair. We always felt uncomfortable in our lives and you can't come our safe place. You can't come. Mert lässt sich davon nicht einschüchtern. Nice boots. Thank you. Bis zum Club ist es nicht weit. Und wir sind echt neugierig. Always like, yes. Sind die Partys hier anders als in den Clubs, die wir aus Deutschland kennen? Bekliyorum. But you're nervous now? Yeah, I'm always nervous. I'm always like that. I'm sorry. Çok tatlılar zaten çiftler bu arada. Yeah. I told you guys boyfriends. Yes. And she like, oh my god. Neden? Oh my god, no. Once you get on the stage, you will feel very good. It's just the anxiety before. Kurz vor Mitternacht legt Mert los. Den Laden hat er echt schnell im Griff. Auf so einer guten Party waren wir lange nicht mehr.
Die Leute haben richtig Bock zu feiern. Hier vergisst man schnell, dass die Regierung gegen genau solche Partys mit aller Härte vorgeht. Als wir uns verabschieden, ist Mert gerade mitten in seinem Set. 6 Stunden wird er in dieser Nacht auflegen. Einen letzten Tag streifen wir durch Istanbul. Auf der Galata-Brücke beobachten wir jede Menge Hochzeitspaare. Heiraten gehört hier zu einem gelungenen Leben dazu. Dabei geht uns die Begegnung mit Mert durch den Kopf. Obwohl seine Familie ihn unterstützt, wird er hier wohl nie heiraten dürfen. Auch wenn Istanbul so weltoffen wirkt. Das Leben von Mert hier ist unvergleichbar schwieriger als unseres in Deutschland. Okay, heute ist unser letzter Abend in Istanbul. Morgen geht's dann weiter. Und zwar einmal quer durch die Türkei. Das heißt, wir haben noch richtig viel Strecke vor uns, aber ich freue mich. Und noch richtig viel Zeit. Ja. Und es ist irgendwie jetzt geil, wieder aus der Stadt rauszukommen. So schön Istanbul ist, aber es ist auch echt anstrengend gewesen, ne? Ja, ich freue mich auch wieder auf Camping Life. Ja. Endlich sind wir wieder unterwegs. Jetzt Richtung Südosten. In Zentralanatolien ist die Landschaft plötzlich ganz anders. Das Betongrau tauschen wir hier gegen ein ganz besonderes Naturphänomen. In der Region Nallihan warten die Rainbow Mountains auf uns. Die Berge schimmern bunt, je nachdem, wie das Sonnenlicht gerade fällt. Bevor wir die nächsten Tage nur noch wild campen, ist erstmal das Chaos in unserem Bus dran. Was machst du? Etwas klar Schiff machen, weil wie es immer ist in diesem Auto, ist alles durcheinander nach einem Tag. Irgendwann, Lorenz, überlege ich mir noch ein Ordnungssystem für hier oben. Warum? Das Chaos macht mich ein bisschen fertig. Einen Monat sind wir jetzt schon unterwegs. Ziemlich viel Zeit auf echt wenig Raum. Dafür ist draußen umso mehr Platz. Für heute Nacht suchen wir einen besonderen Spot in den Bergen. Okay, so wie ich es verstanden habe, gibt es nicht so eine richtige Straße. Bis zu einem gewissen Punkt kommt man mit dem Navi und dann muss man selber gucken. Hier hört die Straße auf. Ja. Und hier müssen wir hin. Okay, und wir haben kein Allrad, ne? Nee. Es muss trocken sein. Während der Anfahrt kein Handyempfang. Anfahrt ohne Allrad nicht empfehlenswert. Ja, dann fahren wir hin und gucken einfach, wie es ausschaut, oder? Das machen wir. Wir haben auf jeden Fall genug Wasser gekauft, falls wir da stecken bleiben. Ja. Oh, guck dir das an. Kaum verlassen wir die Hauptstraße, fängt es richtig an zu rumpeln. Und unser Bus, der ist alles andere als Offroad-tauglich. Ich will nur mal testen, ob das hier trocken oder sandig ist. Ja, es sieht sandig aus. Let's check it. Also es ist extrem trocken, das ist gut, aber es ist sehr locker. Ich glaube, mit genug Geschwindigkeit könnte es gehen. So stelle ich mir ungefähr den Mond vor. Von der Textur. Den Weg, den wir jetzt fahren, finden wir auf keiner Karte. Okay, Weggabelung. Rechts oder links? Ich glaube hier links und dann die nächste wieder links. Ist gut. Nur der Weg wird jetzt immer kleiner und schmaler auf jeden Fall, aber let's try it, oder? Bis jetzt lief es ja ganz gut. Die letzten Meter quält sich unser Camper durch den lockeren Sand.
weiter. Okay, Kurve. Und hier lang, der Kurve nach. Ja. Ohne Handyempfang und Navi kommen wir trotzdem an unserem Spot für die Nacht an. Ich bin richtig froh, dass unser Auto das mitgemacht hat. Ja. Es ist so, dass du die maximale Endstufe von Wildcamping erreicht, finde ich. Also besser geht's gar nicht. Jetzt, wenn die Sonne untergeht, strahlen die bunten Felsen tatsächlich wie ein Regenbogen. Heute Abend gehören die Berge nur uns. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt gerade mit Anatolien haben wir so eine Grenze überschritten irgendwie. Und es hat sich was ganz Neues uns eröffnet. Mhm. Das wird so ganz anders hier, ne? Ja. Ich habe auch den Eindruck. Was auch gerade, glaube ich, daran liegt, dass hier einfach keine Touristen sind. Ganz alleine hier in der Wildnis schlafen. Das macht diese Art zu reisen so einzigartig. Und wir freuen uns schon auf unser nächstes Ziel, Kappadokien. Denn dort soll die Landschaft noch spektakulärer sein. Wir wollen nach Göreme, ein Hotspot für Reisende in der Region. Der erste richtige Stau, in dem wir sind. Ich fahre jetzt auch einfach anders, versuche den mal zu umgehen, weil wir mitten in Kappadokien einfach im Feierabendverkehr stecken. Und die Straße auch, ehrlich gesagt, ganz schön voll mit Quads ist. Zu Fuß kommen wir hier hoffentlich einfacher weiter. Okay, warte, sorry. Da lang und dann rechts. Gefühlt der erste Ort, an dem so richtig viele Leute sind und an dem es so richtig touristisch ist. In dieser Region war das Leben früher richtig hart. Es gab nur wenig, womit sich etwas verdienen ließ. Heute machen viele hier mit Souvenirshops und Restaurants gutes Geld. Wir sind wegen der Natur gekommen. Doch die bekommen wir zwischen den ganzen Touristen kaum zu Gesicht. Dabei ist die karge Vulkanlandschaft ganz besonders. Die Menschen haben schon vor tausenden Jahren ganze Städte in die weichen Felsen gegraben. Bevor wir morgen die Gegend erkunden, suchen wir uns einen ruhigen Schlafplatz am Stadtrand. Irgendwo zwischen den spektakulären Felsen. (6 Uhr). 6 Uhr morgens. Ich sehe so richtig verschlafen aus, ne? Ich bin auch richtig verschlafen. Das Chaos reißt uns aus dem Tiefschlaf. Was geht hier ab? Überall sind Leute, überall sind Ballons. Dieses Fotoshooting hier hinter uns. Gestern Nacht, als wir angekommen sind, war dieser Parkplatz hier noch komplett leer. Okay, jetzt ist hier wirklich komplett die Hölle ausgebrochen. Hinter mir werden extrem viele Fotos gemacht. Hier rasen überall Autos durch die Gegend. Die Leute sind richtig gestresst, um den perfekten Shot zu bekommen. So ein heftiger Spot hier. What the fuck? Das geht ja.
wie viel hier los ist. Wir haben einfach in unser Auto geparkt und jetzt ist es umzingelt von Leuten. Was wir auch noch nicht hinbekommen, ist das perfekte Selfie. Ich glaube, den Spot müssen wir jetzt gleich auch Stimmt, noch suchen. müssen wir uns wirklich noch suchen. Glaubst du, für so ein Bild in so einem Oldtimer muss man bezahlen? Ja, das ist kein gutes Foto. Das erklärst du nicht schlecht. Mehr als 3000 Touristen schweben hier täglich durch die Luft und noch viele mehr sind auf der Suche nach Tickets. Die kosten ein kleines Vermögen und sprengen unser Budget. Reisebusse, Taxi. Wir haben genug vom Massentourismus. Irgendwo muss es doch auch noch das ursprüngliche Kappadokien geben. Erster Gang. Bleib im ersten Gang, wenn er so jault. Hast du dich verschalten? Und das Auto abgeführt beim Rechtsabbiegen am Berg anfahren mit Handbremse. Ich sehe da langsam so ein Muster. Igor, das stimmt überhaupt nicht. 4. Oh mein Gott, Lorenz! Unser Ziel ist gerade mal eine halbe Stunde vom Hotspot Göreme entfernt. Das kleine Dorf Ayvali. Hier dürfen wir ein paar Tage kostenlos vor dem Hotel von Hazret und Evren übernachten. Heute Nachmittag geht es raus aus dem Hotel, auf ihr Feld. Mit Verwandten wollen wir dort Trauben ernten. Aus denen wird später Sirup gemacht. Baştan başlayalım gelin. Hazret hat ein paar Jahre in Frankreich gelebt. Ihr eigenes Hotel wollte sie aber unbedingt hier eröffnen. En général, les personnes jeunes vont donc soit en Europe, soit dans les grandes villes pour trouver un travail plus correct et travailler donc dans des secteurs différents. Mais moi, j'ai fait l'inverse. J'ai voulu donc retourner dans mon village. J'aime bien la vie de village. Tamam. Okay. Do you also come here with your guests or just with your family usually? Family. Family. So thank you very much for taking us. You are also our family. Oh, that's really kind. Yeah. Thank you. Was ist das für ein Bilderbuchort? So friedlich, so schön. Nach der Ernte gibt es ein Picknick. Das hat Tradition. Yumurta hazırsa çeviriyorum abi. Devir şuraya devir karşıya. Ne güzel memleketimiz var. Dazu gehört literweise frisch gebrühter Chai, türkischer Schwarztee. Den gibt's, wenn die Familie zusammenkommt. Also immer. And how did you get to know each other? J'étais locataire dans sa maison et on s'est connus comme ça. Et j'habitais en fait au rez-de-chaussée quand j'étais locataire. Et quand j'étais mariée avec lui, je suis montée au deuxième étage. All of you are very friendly. Yes. Thank you. Crazy boy. Wir sind nicht weit vom Touristen-Hotspot Göreme entfernt, aber es liegen trotzdem Welten dazwischen. 10 sene öncesinde Göreme bu şekildeydi. Sessiz sakindi. Sessiz sakin diye insanlar oraya çok yoğunlaştı. Şu an Las Vegas gibi oldu. Schon nach einem Tag fühlen wir uns hier auf dem Dorf richtig angekommen.
In Hasrets Familie wird es nie langweilig. In ihrem kleinen Hotel machen sie fast alles selbst. Und dann ist da noch die Arbeit auf dem Hof von Hasrets Eltern. Heute wird aus den Trauben, die wir gepflückt haben, Sirup gemacht. Okay. Perfekt. Yes. Ist auf jeden Fall ein gutes Workout. Es fühlt sich sehr produktiv an. Depuis que j'étais petite, on faisait ça tous les ans. On fait toujours comme ça. Et on mange en fait pour tout l'hiver. Den Sirup herzustellen ist ganz schön aufwendig. Hasrets sind solche Traditionen wichtig, auch wenn die Familie davon alleine nicht leben könnte. Der Kontrast ist schon riesig, ein hippes Hotel zu besitzen und dann am Nachmittag gleichzeitig irgendwie mit bloßen Händen Feuer zu machen, um hier die eigene Ernte zu verarbeiten, oder? Total. 3 Stunden hat der Sirup über dem Feuer gekocht. Die Reste davon essen wir als Süßigkeit. Quand c'est froid, ça va être plus dur, comme des bonbons. Absolut nice, dass man das mit einfach einem Stock isst. Auch wenn wir mittlerweile fast 5000 Kilometer mit dem Camper zurückgelegt haben. Nirgendwo haben wir uns entlang der Strecke so zu Hause gefühlt wie bei Hasret und Evrens Familie. Wie immer endet der Tag mit einem Chai. Ich finde echt eine richtig gute Tradition. Ja. Diesen kleinen Bauernhof in Kappadokien, Hasret, Evren und die anderen werden wir nie vergessen. Für die letzten 1000 Kilometer haben wir 4 Tage Zeit. 4 Tage, um endlich ans Ziel unserer Reise zu kommen. Ans Ende der Türkei, ganz im Osten. Wir wollen bis auf den Gipfel des Mount Zor. Dort soll man bis in den Iran und nach Armenien schauen können. Bis dahin staunen wir wieder einmal, wie riesig die Türkei tatsächlich ist. Die Fahrt zieht sich so doll. Also es ist natürlich auch eine lange Strecke, aber ich habe das Gefühl, wir sehen auch mal gerade richtig viel von der Türkei. Nur langsam drängt die Zeit. In den Bergen wird es Tag für Tag kälter. Also fahren wir, ohne groß Pausen zu machen, durch Anatolien. Reisende wie wir sind hier selten. Und Campingplätze gibt es keine mehr. Ausgerechnet jetzt nervt unser Bus mal wieder. Denn der macht plötzlich ganz neue Geräusche. Ja, das ist echt so wie so ein Pfeifen, ne? Ja. Es geht nicht anders. Kurz vor dem Ziel müssen wir nochmal stoppen. Ja. Auf jeden Fall ölig wie Sau. Ich glaube, dass sich die Manschette vom Ladeluftschlauch des Turboladers gelöst hat. Wir ziehen die Manschette nach. Das muss halten, bis wir am Ziel sind. 4 Tage waren wir unterwegs und erreichen endlich unser letztes Ziel, Doğu Bayazıt. Die Stadt ist kurdisch geprägt. Die Nachbarländer Iran und Armenien sind hier viel näher als die Metropolen der Türkei. Wir sind gleich da, noch 2-mal abbiegen und dann haben wir unseren letzten Campingplatz erreicht. Man kann es sich nicht vorstellen. Es ist so weit weg einfach. We made it. Yes. Geil. Ich finde schon so geil, dass wir all das mit unserem eigenen Auto gefahren sind.
Also allein auf der Karte fühlt es sich so weit an. Wir sind quer durch die Türkei gefahren bis zum östlichsten Rand, fast an der Grenze zum Iran. Morgen wollen wir in die Berge und endlich über die Grenzen der Türkei hinausschauen. Deshalb ruhen wir uns ein letztes Mal im Camper aus. Hier im Hochgebirge um den 5000er Berg Ararat sind wir auf Hilfe angewiesen. Die kurdischen Bergführer Ahmed und Safed verdienen damit ihr Geld. Lorenz, nice to meet you. Safed, nice to meet you. I'm Alex. Hi, it's the camera. Die beiden möchten uns einen ihrer liebsten Gipfel zeigen. Mount Zor. Ein Geheimtipp. It's one of the easiest mountain. Yes, 3,200 meters, but it has very nice, very beautiful view. Armenian mountain, Aragats, and other volcanoes in Turkey like Süphan, Nemrut, Tendürek. You can see all of them all together. So we can see to Armenia. Yes. Okay. Oh, we just follow you? Yes. Ja, das. Los geht's auf 2500 Höhenmetern. Vor dem Aufstieg auf den Gipfel haben wir echt Respekt. Ich glaube, hier ist gleich Schluss und dann geht's zu Fuß weiter. Ja. You think we can park here? It's fine? Okay. Safed kennt hier jeden und natürlich werden wir zum Chai eingeladen. Instagram sayfamız pane mesela bak turistler geliyor. Nice, that's yours? Yes. Nice. They introduce village, I think. Ah, yeah, really cool. I will follow you. Der Bergtourismus könnte hier einiges verändern. What are you discussing? To make some plans, you know, maybe it's a good idea to open a camp up there on the summit. So that time when tourists are coming, they can sleep at 3,000 meters for acclimatization. Later they go to Ararat. I think it can be a good option. In den kleinen können wir vielleicht Wir müssen unser Lager auf 3000 Metern heute also selbst aufbauen. Und erstmal hinkommen. Wie hart die Wanderung wird, von hier unten schwer zu sagen. Also es gibt hier auf jeden Fall keinen Wanderweg, sondern wir laufen komplett querfeldein durch diese Berge. Und es ist auf der Höhe auf jeden Fall anstrengend. Lorenz, wie ist es? Ehrlich gesagt relativ anstrengend, finde ich. Ja? Ja. Aber schön mit Pferd und Schafen. Das ist eine richtige Karawane. Ja. Für uns ist es höchste Zeit für eine Pause. Ja, aber wir sind jetzt wahrscheinlich seit 3 Stunden unterwegs oder so. Fühlt sich länger an. Safed und die Berge sind eins. Believe me, if we don't see mountains, we can have psychological problems, you know? I tell you very simply, yeah? So, mountains are, yeah, of course it's like a part of, not part of our life, it's our life. We call mountains actually home and safe place. Whenever here some conflicts happened, everyone run to the mountains. Lange konnte man hier nicht wandern. Bis vor wenigen Jahren kämpften hier Türken und Kurden gegeneinander. I mean, me personally, even my family, we were hurted from these conflicts, unfortunately. In my opinion, it was one of the most stupid things which could happen, you know. There is no difference between Kurdish and Turkish anymore. I mean, imagine that 1,000 years we are living together, we cannot share oxygen. Huh? Things are getting calmer. Now a lot of tourists are coming. We started to understand each other much better. Yeah. So it's good. And it gives us hope, you know.
Für uns wird jeder Höhenmeter zu einer neuen Herausforderung. Es ist so derbe anstrengend. Anstrengender als gedacht, oder? Ja, ich finde, jetzt merkt man, dass hier oben die Luft auch wirklich dünner wird. Aber die sind sehr geduldig mit uns. Ja, das finde ich auch. Last meters were tough, yes. Yes. Ahmed also tired. Let's take energy. Yes, let's take energy. Unser Ziel für heute haben wir erreicht. Endlich. Wenn man dann hier sitzt, dann denkt man sich schon, okay, die Kilometer haben sich gelohnt. Wir ahnen noch nicht, dass uns der anstrengendste Teil noch bevorsteht. Denn morgen vor Sonnenaufgang steigen wir auf den Gipfel. Wie weit ist es morgen noch bis zum Gipfel? Ich glaube eine halbe Stunde. So lang noch? Oder vielleicht auch kürzer. Vielleicht auch kürzer. Let's see. Ich würde sagen, wir machen das nicht das. Ja. In dieser Nacht machen wir fast kein Auge zu. Die Luft ist dünn, die Vorfreude groß. Der Sonnenaufgang hier sieht schon richtig schön aus. Unsere Guides schlafen noch. Wir machen uns alleine auf den Weg, damit wir den Sonnenaufgang nicht verpassen. Auf mehr als 3000 Höhenmetern fällt uns das Atmen immer schwerer. Für Pausen ist keine Zeit mehr im Rennen gegen die Sonne. Ich habe das körperlich so unterschätzt. Oh Gott, ich auch. Die Luft ist so dünn. Der Aufstieg dauert länger als gedacht. Wir haben es geschafft. Und da geht die Sonne auf. Und wir haben es geschafft. We made it. Ich kann es gerade noch nicht fassen. Aber richtig schön. Allein für diesen Augenblick hat sich unser langer Roadtrip gelohnt. Guck mal, da ist der Iran, da ist der Ararat, da ist Armenien. Und da sind wir die letzten Monate hergekommen. Das ist so krass. Die letzten 6 Wochen waren unglaublich. Unser Camper hat uns 6000 Kilometer weit gebracht. Von Deutschland durch die Wälder Osteuropas bis in die Berge Anatoliens. Also besser geht's gar nicht. Und er war unser sicheres Zuhause, wenn es mal gruselig wurde. Wie weit ist er von unserem Auto weg? Auch wenn nicht immer alles nach Plan lief. Rufen Sie zu einer Panne oder Unfall an. Der Osten Europas ist bunt, laut und noch viel herzlicher, als wir erwartet hatten. That's insane, crazy. Was diese Reise so unvergesslich macht, sind die Menschen, die wir unterwegs kennengelernt haben. So, und jetzt müssen wir den ganzen Weg nur noch einmal zurück.